Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für ein leckeres Geschnetzeltes mit Rindfleisch, Hoisin-Sahnesoße, Paprika und Pilzen. Dafür als erstes ca. 500 bis 600 Gramm Rindfleisch, das sich zum Kurzbraten eignet, in feine Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann kommt das Rindfleisch in die Pfanne. Für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze richtig schön scharf anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um das Gemüse. Eine große rote Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden. 200 Gramm braune Champignons putzen und in Scheiben schneiden und zum Schluss noch ein kleines Bund Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden. Danach das Rindfleisch ruhig schon mal mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen, einmal wenden bzw. umrühren, nochmal kurz von der anderen Seite anbraten und dann erstmal aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Als nächstes einen Esslöffel Butter in die Pfanne geben, außerdem das vorbereitete Gemüse, die Butter jetzt unter Rühren schmelzen lassen, so die Röststoffe vom Pfannenboden lösen und das Gemüse für 2 bis 3 Minuten anbraten, ebenfalls mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen, immer mal wieder umrühren und dann kommen die restlichen Zutaten auch schon dazu. 1 bis 2 Knoblauchzehen pressen oder mit einer Reibe dazu reiben, außerdem ein kleines Stückchen Ingwer, ebenfalls fein reiben und dazugeben. Dann einen Teelöffel Sambal Oleg, als nächstes Hoisinsoße, etwa 100 Milliliter und zum Schluss 200 Milliliter Sahne dazu gießen. Dann alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, zum Kochen bringen und danach geben wir das Rindfleisch wieder zurück in die Pfanne, ebenfalls kurz unterrühren, das Fleisch nochmal durchwärmen, alles cremig einköcheln lassen und dann sind wir fertig. Die Pfanne vom Herd ziehen, so sieht das fertige Rindergeschnetzelte dann aus. Zum Schluss noch etwas fein gehackte Petersilie oder Koriander drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Das Geschnetzelte zusammen mit einer Portion Reis servieren. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.